Wacki, facki. So. Geht schon los? Jo! Ja, hi Leute, ich bin Carsten von Fishstone und ich bin heute an diesen schönen See hier rausgefahren, weil die Sonne einfach wunderbar scheint und ich einfach ein bisschen chillen wollte. Ich bin hier, um euch den Loopy Looper vorzustellen, eins unserer Steinangelprodukte. Folgendermaßen, das hier ist quasi unser Äquivalent oder Angebot als Alternative für Tropfen- und Birnenbleie. Wir machen das mit Natursteinen. Unser Ziel war es, ihr könnt raus an den See gehen, sammelt euch ein paar Steine, angelt damit. Darum geht's. Wir bieten natürlich Steine entsprechend mit im Set an. Wir wollten, dass ihr sofort losangeln könnt. Die Farbe ist perfekt abgestimmt. Wir unterteilen unsere Farbe, also Gewässer, in 3 Kategorien. Einmal Muddy für einen schlammigen See, das ist dann ein sehr dunkler Braunton, also schwarzbraun eher. Dann Veggie für krautige Seen, hier alles in grün gehalten. Und Rocky für Kiesgruben oder steinigere Seen in einem Grauton. Folgendermaßen sieht die Montage aus. Ihr nehmt einen Wirbel, der ist auch gleich mit enthalten, steckt diesen oben in die Öffnung rein, nehmt einen Draht, der ebenfalls enthalten ist, steckt den hier durch, unten umgebogen in die entsprechenden Platzhalter hier rein, zack, zack, und fertig ist quasi eure Halterung, euer Anker. Diese Sache wird kombiniert mit 2 verschiedenen Latex-Straps, Naturkautschuk-Straps. An der Stelle auch nochmal gut zu sagen, das hier ist dieses Plastik, was wir hier verwenden, ist PLA, also das ist ein Bioplastik, was langfristig im Wasser verrottet. Das dauert ein Weilchen, aber es ist zersetzbar. Es ist nicht aus Öl hergestellt, sondern aus Polylactat-Acid. Also ich weiß nicht, ich glaube auf irgendwie Bakterienbasis. Riecht auf jeden Fall bei der Produktion eher nach Heu als nach Öl. 2 Naturkautschuk-Strap, unser Slippy Slipper. Ja, das ist quasi der Name daher, weil der Stein da rausflutscht. Das ist unsere Drop-Off-Montage. Und hier den Fix the Foxy Fixing für uns als Festbleimontage. Ich fange mal an mit dem Drop-Off-System. Ganz einfache Anwendung. Ihr nehmt den Strap, zieht ihn hier rüber, oben über den Anker. Nehmt euch einen Stein, ich mag gerne auch flache Steine, je nachdem was drin ist, aber genau. Nehmt den Strap, zieht ihn rüber und zieht ebenfalls die zweite Öse wieder über den Anker rüber. Zack, fertig. Könnt hier noch ein bisschen nachjustieren. So, was habt ihr jetzt hier? Ihr habt eine Drop-Off-Montage, nämlich durch dieses leichte seitliche Einspannen könnt ihr, wenn der Fisch beißt oder ihr an der Sehne anschlagt, an der Angel anschlagt, durch diesen Ruck, oh, ich will nicht das Boot kaputt machen, es gibt einen Ruck und das Boot ist kaputt. Weil ihr seht, es funktioniert, also der Stein fällt raus. Je weiter ihr das natürlich in die Mitte packt, umso fester ist die Fixierung und der Hackeffekt dann entsprechend stärker meistens. Je weiter ihr es am Rand einspannt, umso leichter fällt es raus. Da muss man immer einfach ein bisschen Gefühl entwickeln. Ich angel seit 2 Jahren hier mit und es funktioniert super. Man kommt einfach rein. Ja, was könnt ihr machen? Verschiedene Wege. Ne? Ihr könnt einfach diese Öse hier auf die Sehne ziehen, noch einen zweiten Wirbel nehmen, an das andere Ende anknoten und hier eine Perle von uns mit enthalten. Könnt ihr auch einfach vorschalten, um zu verhindern, dass es sich irgendwie raufsteckt und ihr habt quasi das so befestigt an der Schnur. Karpfenangler, soweit ich das weiß, ist sehr weit verbreitet der Safety Clip. Fädelt den einfach auf die Schnur. Knotet hier euren Wirbel ran. Bisschen nass machen. Zack. So. Ende abschneiden. Jo. Safety Clip hier raufgezogen auf den Wirbel, so wie ihr es kennt, ganz normal. Und jetzt habt ihr eben eure Loopy Looper, zieht den über den Safety Clip hier rein, nehmt euren Deckel hier rauf, festgesteckt, fertig. Haken ans andere Ende und ihr habt quasi eure Montage. Durch den Wirbel kann sich auch der Stein unter Wasser den Strömungen anpassen. Habe ich jetzt schon erklärt mit dem Rausfallen. Wenn ihr gerade weit draußen angelt mit schweren Gewichten beim Karpfenangeln und der Haken sitzt im Maul und wenn der Fisch die Kopfschläge macht, dann wird der Haken natürlich wieder immer hin und her gezogen und vergrößert die Wunde und der Fisch kann euch ausschlitzen. Mal abgesehen davon, dass er auch verletzt wird, aber es kann halt einfach, ihr könnt den Fisch schneller verlieren und
Das ist der erste Effekt. Wenn ohne Gewicht ist, funktioniert das natürlich nicht. Zweitens haben wir beobachtet, dass die Fische ganz schnell an die Oberfläche kommen, wenn das Gewicht nicht da ist. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich nur an dem Gewicht liegt, dass sie nach unten hält oder woran auch immer. Auf jeden Fall kann man da wesentlich die Gefahr reduzieren, dass sich das in den Bäumen unter Wasser verhängt oder ähnlichem. Ich habe gehört, wenn beispielsweise der Fisch, die macht seine erste panische Flucht im Krautfeld und das Gewicht ist ab und er merkt nicht mehr, dass da ein Gewicht dran ist, kann es sein, dass er nicht weiter rennt, sondern quasi einfach im Krautfeld stehen bleibt und ihr ganz einfach mit dem Boot rausfahren könnt und ihn dann aus dem Krautfeld rausziehen. Weiterhin könnt ihr auch, wenn kein Fisch gebissen hat, kennt ihr das ja, okay, ihr kurbelt und der Arm tut euch schon weh, gerade wenn die Angel sehr weit draußen ist. Hier am Anfang vom Einholen einen richtigen Anschlag setzen, einmal kräftig, der Stein fliegt raus. Und ihr holt ganz entspannt euren Boilie rein mit einem kleinen Gummi dran. Genau, alternativ, ihr seid keine Karpfenangler, seid Allround-Angler. Und zwar, das war uns auch wichtig, ein schönes, einfaches, austauschbares System hier. Also nicht austauschbar, aber modular, wie man so schön sagt, ein System zu entwickeln. Nämlich mit unserem Foxy Fixing. Ja, einfach diesen Gummi hier raus, einen Stein in der entsprechenden Größe, wieder ein bisschen auf die Ausrichtung achten, dass sich die Montage schön glatt dann hinlegt, wenn ihr ausgeworfen oder was auch immer abgelegt habt. So, die Seiten gut rumziehen um den Stein. Hier. So, und der ist sicher fixiert. Ihr könnt quasi jetzt hier an der Stelle einfach einen Wurm an eurer Angel machen und Aal angeln. Könnt das auch ganz einfach austauschen, je nachdem, wie ihr angeln wollt. Also es ist super einfach zu handhaben, diese Version. Hier eingehangen in Safety Clip. Ihr legt jetzt euren Köder ab, der Stein legt sich schön auf die Seite, meistens ja unter Wasser noch ein bisschen matschig, zack, legt sich auf die Seite, ne, und ist quasi verschwunden. Auch die Sehne liegt flach auf dem Grund. Das ist wunderbar. Ihr könnt hier an der Stelle auch einfach noch eine Perle, die immer mit enthalten ist, vorschalten. Wenn ihr auf Zander oder irgendwas angeln wollt, wo kein Gewicht spürbar sein darf, habt ihr auf einmal eine Laufmontage durch die Perle, die ihr vorschaltet. Gut, dann haben wir weiterhin noch in diesem Set enthalten einen Clip. Dieser Clip für euch als Möglichkeit, wenn ihr keinen Safety Clip oder andere Sachen verwendet, einfach eine leichte Wechselbarkeit zu gewährleisten. Einfach einhängen. Anwendungen ohne Ende. Lasst euch inspirieren. Ihr seht an der Oberfläche irgendwelche Kreise, habt den ganzen Tag noch nichts gefangen auf Boilies. Nehmt euch einfach eine Schwimmkugel. Zieht wieder hier den Gummi um diese Schwimmkugel rum. Zack, eingespannt. Und ihr müsst dabei denken, ihr braucht nicht großartig viel umbauen. Ihr könnt das einfach so wechseln. Und ruckzuck habt ihr eine Schwimmkugel, könnt mit Schwimmbrot auf die Karpfen angeln, die ihr irgendwo, die fetten Wasserschweine, die ihr irgendwo an der Oberfläche habt steigen sehen, könnt ihr schön einfach mal kurz Schwimmbrot anbieten, 2 Stunden am Ende wieder umgeändert und schon ist die Montage wieder andersrum. Auch gibt es Möglichkeiten, wie einen Spotmarker zu verwenden. Ich suche mir einen Stock im Wald, nehme diesen Stock, spanne diesen Stock hier ein und habe einen 1A Spotmarker auf natürlicher ökologischer Basis. Ja, genau, ne? Ihr seht das hier, zack, eingespannt. Mir haben sie schon so oft Bojen geklaut. Irgendwelche Ruderer fahren da ran. Oh, was ist das denn hier? Weil man natürlich oft, weil es draußen angelt, kannst du einfach einen Stock ins Wasser legen, den wird dir wahrscheinlich keiner klauen. So, eine ganz spezielle, spannende Anwendungsmöglichkeit für dieses Loop jetzt, den ich auch gerne einsetze, ist nämlich einen Drop-off-Umlenker daraus zu bauen. Finde ich selber sehr, sehr spannend. Gerade du sitzt an einem Ufer und kommst an eine Schilfbank nicht ran, die ein kleines bisschen um die Ecke ist. Kannst du diesen Drop-off-Umlenk-Absenker kannst du dann in deine Schnur legen und legst sozusagen einen kleinen Knick rein. Durch die Selbsthackmontage sollte sich der Fisch eigentlich selbst haken. Du kriegst den Biss mit, fährst raus und drehst dann vom Wasser aus. Oder wenn du eine Seerosenfläche hast und du hast quasi in dem Seerosenfeld ein großes Loch und kommst aber von deiner Stelle nicht hin, legst du diesen Umlenker genau an dem Punkt ab und ja, kannst sozusagen mit einem kleinen Knick direkt in diesem Seerosenloch angeln. Dazu nimmt man den kleinen Slipper hier an der Stelle, nimmt einen Stein, den ich meistens wirklich sehr seicht nur einspanne. Zack. Dazu haben wir dann hier diesen Clip mit dabei. Den hänge ich hier ein in meinen Wirbel und setze den dann einfach an der entsprechenden Stelle in die Schnur ein, lasse ihn zum Boden gleiten. Und wenn der Fisch gebissen hat, passiert nämlich Folgendes. Dieser Umlenker rutscht an der gestrafften Schnur Richtung Haken und sobald er nah genug am Haken ist,
dass die Rucke von dem Fusch ankommen, klingt das auch aus und wir sind das Gewicht los und haben diesen Umlenker quasi ja, einfach effektiv genutzt, um nochmal ein bisschen spezielle Stellen zu erreichen. Das finde ich ist nochmal eine schöne Anwendung. Wir sind offen für alle möglichen Anregungen, auch wenn ihr Hinweise zu den Produkten habt, Sachen, die gut oder nicht so gut funktionieren, ihr könnt uns da alles Mögliche zeigen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, genießt die Sonne und bis zum nächsten Mal. Ciao.